Hallo Mädels und Jungs, wir machen eine kleine Reifenfibel und zwar für alle, die bei einem Motorradreifen oder Mopedreifen die ganzen Beschriftungen nicht kennen bzw. nicht wissen, was sie damit machen sollen. Wir gehen natürlich aber nur die wichtigsten durch und dabei schauen wir uns einmal diese hier an, die 225-17 heißt. Bei dieser handelt es sich um die Reifendimension. 225 ist die Breite, 2,25 Zoll und 17 Zoll ist die Felge groß. Da gibt es dann natürlich bei Motorradreifen andere Dimensionen wie eben 120, 80, 17 oder 19, das heißt 100 cm, 100 mm oder 10 cm breit. 80 ist dann Prozentangabe der Querschnittsdimension, also der Höhe, und 17 oder 19 ist wieder die Zollangabe der Größe der Felge. Das ist einmal ganz wichtig, denn wenn ihr zu schmale Reifen verwendet, dann könnt ihr die nicht montieren auf den Motorradreifen, weil er sonst sich nicht ans Bett außen andrückt. Und wenn ihr einen zu breiten nehmt, kann euch natürlich passieren, dass er hier über den Felgenrand herunterspringt. Hier gibt es eine Aufschrift, hier steht zum Beispiel Tube Type. Ja? Das heißt, für diesen Reifen müsst ihr unbedingt einen Schlauch verwenden. Wenn ihr keinen Schlauch verwenden sollt, dann steht Tubeless oben. Und Maximal Load 115 Kilogramm, heißt also, mehr als 115 Kilogramm hält dieser Reifen nicht aus. Hier steht noch einmal 3,3 PSI, für das ist er ausgelegt, und der Normalreifendruck sind 2,3 im kalten Zustand. Ja. Gut, das wäre mal zu dieser Bezeichnung. Es gibt dann noch mehrere, da wird dann noch beschrieben, wo wurde der Reifen produziert und wie wurde der Reifen produziert und welcher Hersteller und so weiter. Was aber noch wichtig ist für uns Motorradfahrer, ist das hier. Das ist sehr, sehr wichtig, denn hier steht drinnen, wann wurde der Reifen produziert. Dieser Reifen wurde 44/14, das heißt in der 44. Kalenderwoche im Jahr 2014 produziert. Je älter der Reifen, umso härter wird der Gummi, weil sich die Weichmacher verflüchtigen, und porös wird er natürlich auch, und umso gefährlicher ist es, mit diesem zu fahren. Faustformel normalerweise maximal 7 Jahre für einen Motorradreifen. Gut, bei Motorradreifen ist das ganz genauso, so wie beim Mopedreifen. Dann gibt es aber noch rein für Österreich noch eine Auflage, und zwar die Profiltiefe. Und die Profiltiefe muss bei einem Mopedreifen in Österreich mindestens 1 mm betragen. Hier bei diesem Moped, neue Reifen, beträgt sie natürlich mehr. Wäre der Reifen unter 1 mm, muss man ihn tauschen. Bei Motorrädern ist er 1,6 mm. Und diese 1,6 mm sollte er auf der Hauptlauffläche besitzen, das heißt im mittleren Drittel. Und ihr müsst auch aufpassen, es gibt so Indikatoren, das heißt Erhöhungen im Reifen drinnen. Die sind aber, wenn es sich um einen ausländischen Reifen handelt, oft nach amerikanischem Muster produziert und nur 0,8 mm hoch. Und damit habt ihr das Problem, dass der Reifen dann eigentlich zu wenig Profil hat. Gut, und eines noch, was sehr, sehr wichtig ist,
was wir hier auf diesen Moped-Reifen nicht finden, viele Motorradreifen haben eine Drehrichtungspfeil. Und dieser Drehrichtungspfeil, hier sehen wir ihn, dieser Moped-Reifen hat auch einen. Auf diesem Drehrichtungspfeil wissen wir, okay, in diese Richtung muss er rotieren. Und dann ist er auch richtig montiert. Andersrum wäre es falsch. Hat nicht so große Problematiken. Das heißt, er wird genauso zum Fahren gehen, aber das Fahrverhalten ändert sich. Dann habt ihr auf allen Reifen normalerweise auch das E-Prüfzeichen. Das ist auch sehr wichtig. Und hier gibt es bei manchen Reifen auch noch Pfeile. Bei Mopedreifen gibt es einen Pfeil, damit wird bezeichnet, wo wird das Montil hin montiert. Das war nicht der Pfeil. Bei Motorradreifen ist es meistens ein Punkt. Und dieser Punkt sollte beim Ventil liegen oder sich befinden, denn es ist wichtig für das Auswuchten. Denn da gibt es irgendwelche Unterschiede mit Material und dieser Punkt ist eben geeignet, um genau gegenüber von dem Ventil zu sein. Ja, im Prinzip war es das. Und ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen für Reifen. Schaut halt, dass ihr keine zu alten Reifen habt. Seht einmal nach und dann wisst ihr, okay, mein Reifen, den kann ich noch fahren oder eben nicht. Okay, wir sehen uns beim nächsten Video.